Wir machen heute mal was anderes und zwar zeige ich euch mal, wie ich an meinem Kompressor einen Schlauchverteiler eingebastelt habe. Dich aus, dieser... Nein! Ach, das ist nicht weiter schlimm. Und zwar habe ich mir da die Sachen hier, ich blende es mal kurz ein, bei Airbrush4U bestellt, weil ich keinen Bock mehr hatte, ständig meine Pistolen abkoppeln zu müssen und ankoppeln zu müssen, weil ich nur immer einen Schlauch benutzt habe und das mich sehr nervt. Und die Pistolen unten, also gerade die Schnellkupplung ist schon mehrfach kaputt gegangen bei dem Schlauch, da habe ich mir wieder einen neuen geholt. Und die ganzen die Ankupplungsteile an der Gun unten, keine Ahnung, wie die hier gerade heißen, die sind bei mir schon richtig doll verrammelt bei allen Pistolen, weil ich das halt ständig mache. Und da habe ich mir gedacht, ach, scheiß drauf, ich gönne mir jetzt einfach mal einen schönen Verteiler und mache das dran. Und habe ich mir gedacht, warum zeige ich euch das nicht einfach? Sicher für den einen oder anderen interessant. Ich meine, jemand, der handwerklich versiert ist und sich da auch viel mit dem Thema auseinandersetzt, für den wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Aber ich habe mir gedacht, für alle anderen einfach mal sicher auch ganz spannend, das zu sehen und was man da machen kann, wo man die Sachen herkriegt. Und wie gesagt, das schauen wir uns jetzt einfach mal nachher am Maltisch an. Und wie gesagt, die ganzen Sachen habe ich mir bei Airbrush4U gegönnt. Die haben da so viel Zeug. Wie gesagt, die haben eigentlich alles Mögliche, was Airbrushen, Pinstriping und was Malen angeht, Untergründe. Ach, alles möglich findet ihr da. Und da habe ich eben die Schläuche her, die Meterware, die ich mir nachher selber zuschneide, den Verteiler und die Schnellkupplungsanbauschläuche. Oh, heute habe ich wieder eine Grütze am Start. Ihr wisst schon, was ich meine, die Schnellkupplungen. So. Und wie gesagt, ist mein Airbrush-Partner, könnt ihr gerne reinschauen. Die ganzen Produkte, die ich hier benutze, die verlinke ich auch nochmal extra in der Infobox, falls ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr das euch mal genauer anschauen. Und genau, ich sage noch kurz, ich glaube 70 € hat das Ganze ungefähr gekostet. Je nachdem, wie viele Schnellkupplungen ihr habt, wird das auch noch natürlich um einiges günstiger. Und ja, macht schon Sinn. Wenn man so viel macht wie ich, macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ihr Lieben da draußen, ab zum Maltisch. Hello again, da bin ich wieder und jetzt haben wir hier schön die ganzen Sachen von Airbrush4U, die ich mir da geholt habe. Hier gerade einmal der Luftverteiler, eigentlich das wichtige Ding, um das es heute geht. Das eben dafür sorgt, dass wir das Ganze aufsplitten können. Und hier hinten, schaut mal, da sind eigentlich schon die wichtigen Sachen, deswegen halte ich mal kurz an. Da könnt ihr nämlich sehen, oben 2- bis 6-fach Verteiler mit Gewinde 1,4 oder ein Viertel Innengewinde, inklusive der 6 Schraubanschlüsse, alle M5 und mit dem Schlauch, den wir dafür benötigen, ein 4x6 mm. Und wenn ihr die ganzen Sachen habt, dann könnt ihr das eben auch an eurem Kompressor benutzen, dann müsst ihr einfach mal ein bisschen schauen. Aber da ist ja jetzt nicht so der Act und Aufwand, das ist mal nachzugucken, wenn ihr da eben Interesse dran habt. Und dann haben wir natürlich hier noch die Schnellkupplungen. Die brauchen wir natürlich auch noch. Die kommen dann nachher über den Rohschlauch. Und da habe ich mir eben hier Meterware, transparenten Schlauch geholt. Und ja, transparenten einfach, damit ich besser sehe, wenn da mal sich Feuchtigkeit ansammelt, ist natürlich ein Indiz, dass vom Kompressor vielleicht mal durch den Ölabscheider, wenn der nicht mehr ganz funktioniert oder wenn wir mal einen neuen brauchen, dass wir da eben dann kann man da eben durch viel besser sehen, ob da eben Behandlungsbedarf steht oder nicht. Und mein anderer Schlauch ist ja immer geschlossen gewesen und deswegen ist das so. Was bei dem Schlauch ganz wichtig oder ganz interessant und eigentlich ganz cool ist, dass nicht nur Made in Germany, was ja natürlich immer geil ist, sondern dass das ganze Kunststoff auch lebensmittelecht ist. Das heißt, das kann man im Lebensmittelbereich benutzen ohne Probleme. Das seht ihr durch die Kennzeichnung, wenn jetzt mal wieder der Fokus kommt. Scheiß Fokus, Kamera, was ärgert mich nicht. So, genau. Hier, da seht ihr an dem Symbol, das ist lebensmittelecht. Ich habe jahrelang in einer Kunststofffirma gearbeitet, kenne mich dementsprechend auch ehrlich gesagt ganz gut damit aus. Das ist eigentlich für die Leute recht interessant, die zum Beispiel Kuchen machen oder eben im Küchenbereich arbeiten. Dann ist so ein Schlauch deutlich besser als irgendein XY-Schlauch, der vielleicht irgendwelche Öle oder Silikone oder Fette beinhaltet. Da würde ich euch primär sowieso immer zu so einem Schlauch raten. Ist eigentlich da ganz wichtig und genau, auch den passenden Kompressor. Dann solltet ihr vielleicht nicht gerade einen ölbetriebenen Kompressor nehmen, wenn ihr mit Lebensmitteln besprüht. Das wäre wahrscheinlich nicht ganz so sinnvoll.
Es kläfft mal wieder der Hund, warum auch immer, der wird jetzt alt. Der wird alt, der hat original, also ich schwör's euch, ich habe eine neue Glastür eingebaut in die Küche, da war bis jetzt gar keine drin. Und einen Tag davor findet er raus, nach 10 Jahren, wie man mit der Schnauze den Mülleimer öffnet und frisst raus. Also das ist wirklich sagenhaft und kotzt mir heute Morgen das ganze Körbchen voll, wo ich heute Morgen um 6 Uhr echt gedacht habe, mir haut's der Vogel raus. So, zurück zur Materie. Hier haben wir gerade den Verteiler gesehen, den wollen wir eben jetzt vorne durch die Schnellkupplung da vorne austauschen und die dann eben dran schrauben. Da haben wir natürlich jetzt hier muss ich immer erstmal selber gucken. Ich zeige euch einfach mal, ihr könnt ja selber gucken, aber für die gar keinen Plan haben, 16er Schlüssel machen wir jetzt hier vorne bei dem SIL R20A. Viele sagen immer, ich habe ja einen 15A, aber es ist ein 20A Kompressor. Und bei dem lässt sich das alles problemlos dran montieren. Aber ihr seht, da ist jetzt kein Gewinde vorhanden, also ein Innengewinde nur. Und da funktioniert das hier natürlich jetzt nicht. Kann man natürlich nicht einfach draufschrauben. Aber ich habe mir aus weiser Voraussicht vor langem mal ein Doppelgewinde geholt. Und zwar das hier, um schön einmal das Ding in den Kompressor zu schrauben und einmal eben schön aus den Verteiler. Was ich nicht wusste, und das seht ihr jetzt vielleicht ein bisschen im Video hier, vielleicht auch nicht, ist gar nicht so wild, aber ihr könnt es mir vertrauen, wenn ich euch das sage. Eine Seite ist gewindemäßig richtig und ich glaube, da brauchen wir einen Gewindedurchmesser von 13,12 mm oder so, hat das Gewinde, glaube ich, zu dem 1/4 Gewindeanschluss da. Und die andere Seite ist da massiv drüber. Das ist ein echtes Problem. Ihr seht es auch hier, die eine Seite hat sich jetzt eigentlich easy einschrauben lassen, die andere nicht. Es ist halt ich habe das Doppelgewinde hier bei Amazon gekauft. Und mal ganz ehrlich, Amazon scheißt mich mittlerweile an, da ist so viel Shit und Schrottqualität unterwegs, dass man den Scheiß eigentlich gar nicht mehr unterstützen soll, ohne Witz, um hier mal kurz abzuhaten. Es ist wirklich, regt mich immer mehr und mehr auf, umso mehr ich da bestelle, kriege ich einfach mehr gebrauchtes oder verschissenes Schrottzeug oder also echt langsam so eine Schrottplattform geworden, weil echt nur Mist verkauft wird. Bin ich absolut kein Freund mehr von. Auf jeden Fall sollte das Gewinde eigentlich gleich sein, von dem Millimeter her und allem. Ich habe es jetzt mal nachträglich, weil es mich dann doch so interessiert hat, mal mit der Schieblehre nachgemessen und eben festgestellt, dass das ein massiver Unterschied ist. Ich habe mir nochmal die Bestellung angeguckt, es sollte eigentlich gleiches Gewinde links und rechts sein, aber ist es halt absolut nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, warum gehe ich da so gezielt darauf ein? Weil das Ding jetzt einfach nicht dicht ist. Es lässt sich hier nicht voll aufschrauben, das merke ich jetzt nämlich gleich relativ schnell. Und wenn das sich natürlich nicht aufschrauben lässt komplett, dann ist auch nicht die Dichtigkeit vorhanden, die wir brauchen. Und ihr seht, das ist dann halt einfach Bullshit. Es wird halt nicht funktionieren. Das ist halt das, was ich mich halt so massiv drüber ärgere. Wäre das auf beiden Seiten gleich, dann würde das halt einfach passen. Und ich kontrolliere das aber jetzt natürlich erstmal nach. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr euch so einen Verteiler holt und so, dann macht das so wie ich jetzt, das ist recht einfach zu machen. Macht das Ding nämlich einmal zu und dann könnt ihr nämlich einfach, genau hier das Ding einmal sauber putzen. Einmal schön sauber putzen, damit da nichts passiert. Ach du Scheiße, ey. Siehst du mal, schon wieder selber vergessen, dass ich das einen Nonsens da mache. Und da sind ja eben diese Dichtschrauben drauf. Wenn man jetzt quasi nicht so viele Verteiler braucht, dann kann man quasi ein paar Leerdinger reinballern. Und da sind ja ein paar dabei und dann werden wir das Ding jetzt einfach dicht machen. Und dann können wir eben mittels hier Spülmittelwasser oder Glasreiniger einfach die Dichtigkeit überprüfen. Und das mache ich jetzt, weil mir eben schon aufgefallen ist, dass das Gewinde, das Günstige, da jetzt nicht einwandfrei gemacht ist. Und wenn da natürlich in so einem Bereich irgendwelche Abweichungen sind, weil das halt irgend so ein Yusuf gemacht hat, dann Prost Mahlzeit, dann hebt es halt einfach nicht. Und das ist halt in dem Fall der Fall. Deswegen mache ich das jetzt so. Schraube das erstmal zu und jetzt haben wir, glaube ich, 5 Verschraubungen hier mit dabei. Oder ja, 4 sind es. 4. Jetzt sind ja natürlich noch 2 offen, aber das ist ja gar kein Problem. Dafür nehme ich mir einfach schnell den Leerschlauch und die passenden Adapter, die wir natürlich mit in dem Verteiler dabei haben und schließe das einfach noch an, damit da die Luft einmal durchgeht und dann ist das quasi einmal dicht und dann kann ich nämlich problemlos die Dichtigkeit überprüfen. Bevor ich jetzt alles zusammenbaue,
alles herrichte und dann den runterstelle und anschmeiße und dann süfft er aus allen Ecken. Das wäre natürlich mega beschissen und mega sinnfrei. Da macht ihr euch natürlich keine Freude und deswegen machen wir das jetzt schnell und provisorisch einfach mal zu. Ich werde jetzt nachher noch ein bisschen, werde ich noch ein bisschen Schlauch abschneiden und dann einfach das kleiner machen. Da muss nicht immer die 10 Meter Schlauchkabel da rumwurschteln. Aber ich hab gehofft, dass es jetzt einfach doch vielleicht dicht ist oder hebt. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ja, da ist das halt. Und da ist eben hier so ein bisschen rumgewurschtelt, weil natürlich der Restschlauch da hinten sich dauernd rumwirbelt. Geht mir irgendwann auf den Keks, dann schneide ich das Ganze kurz ab und verbinde das so in einem kurzen Stück. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas macht, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann wisst ihr, ob ihr irgendwie ein Leck habt oder so. Und ich würde euch auch empfehlen, das auf jeden Fall zu kontrollieren, weil es bringt euch natürlich nichts, einen Schlauchverteiler ran zu basteln, der nachher nicht dicht ist und dann der Kompressor vermehrt mehr läuft, dann ist auch nicht gerade sinnvoll. Und wenn er dann sowieso unter Dauerlast läuft, dann viel Spaß, dann raucht euch das Ding irgendwann mal ab. Deswegen da einfach drauf achten. Jetzt, ja, schmeiße ich das Ding, glaube ich, nachher gleich mal an und höre und merke jetzt schon, ja genau, ist schon an. Ich merke jetzt schon, da bläst es raus, da hebt er gar nichts, das ist Mist. Und ja, hier kann man nochmal schnell hören, da ein bisschen drehen kann man noch, so handmäßig. Was ist da noch möglich? Ich passe jetzt natürlich auf, ich werde natürlich jetzt auch nicht zu viel drehen, wenn ich schon weiß, dass das Gewinde irgendwie nicht ganz so dick ist. Kein Bock jetzt den Verteiler gleich zu sprengen und dann ist der auch noch ein Arsch. Natürlich gehe ich damit mit Gefühl ran, so gut ich kann. Aber geil, das ist natürlich hier Mist. Und jetzt hole ich mir noch ein bisschen Glasreiniger. Da komm, dann sehe ich das einfach. Und da, guck, das ist nicht dicht. Da, aber ihr seht auch, das betrifft primär nur das vordere Teil, eben den Luftverteiler. Und das, wie gesagt, das liegt an diesem beschissenen Doppelgewindestück hier und nicht am Verteiler selbst. Da kauft ihr auf jeden Fall, wenn ihr das macht, vor allem mit dem Silair, dann kauft da was Gescheites. Oder nehmt nachher meine Notlösung, die ich dann herausgefunden habe und könnt das natürlich auch so machen. Und ja, und jetzt beginnt eben das Gefuchtel. Ich hole jetzt nachher auch noch so ein bisschen, wie man es kennt, ein bisschen Dichtband und probiere es erstmal noch ein bisschen damit rum. Also so Gemurkse, was man halt kennt. Aber das Dichtband mache ich generell gerne dran, einfach nochmal, um generell nachher so eine bessere Dichtung auf Dauer zu haben. Und ja, da muss ich jetzt erstmal natürlich gucken und mache ein bisschen hin und her. Ist jetzt natürlich auch nicht so. Aber das ist dann wieder faszinierend, wie so ein Schrott dann halt einfach nicht dicht sein kann, wenn es halt einfach so ein Billig-Scheiß ist. Sagen wir es, wie es ist. Und da ist es wieder die Devise, wer billig kauft, kauft zweimal. Das ist halt wirklich einfach Fakt. Aber der Witz ist, wenn ich dann das Gewinde jetzt die andere Seite nehmen würde, die würde halt perfekt in den Luftverteiler reingehen, wäre dann halt dicht und dann halt auf der anderen Seite nicht. Und das ist halt einfach, ja, ist ärgerlich. Vor allem, wenn man dafür Geld ausgibt und so irgendeinem Idioten Rachen schmeißt, der die Teile halt beschissen herstellt, dann ist das halt einfach ein Witz. Ja. Und deswegen, jetzt probiere ich es hier halt nochmal mit dem Dichtband. Und ja, ihr seht hier, das Kabel geht mir schon langsam auf den Senkel, deswegen wird das jetzt nachher dann bald mal schnell ersetzt. Und ja, es ist halt so ein bisschen Rumprobiererei und Rumdrückslerei. Aber mei, so ist das halt. Man hat ja sonst nichts zu tun, gell? Aber ich finde den Verteiler halt generell sehr sinnvoll. Gerade wenn man so viel macht wie ich, dann ist es halt mega sinnvoll, weil ja, dieses ständige Abgekuppelt und Angekuppelt von den Guns ist halt einfach ja, ist halt nicht geil. Da gehen halt die Schnellkupplungen kaputt, relativ schnell auf Dauer kaputt und vor allem unten die Steckknüppel zur Gun hin, die werden dann auch immer verramschiger und beschissener und dann am Ende ist nur noch alles am Arsch und ja, ist halt uncool, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt einfach mal und dann wird das schon hinhauen. Und deswegen, jetzt schaue ich mir einfach nochmal die Gewinde alle an und gucke und tue, aber ja, dieses Verteilerteil ist halt einfach, es ist halt so ärgerlich. Es hätte so schön funktionieren können, oder? Hätte das jetzt auf der anderen Seite auch noch gut reingepasst. Noch einmal Dichtband rum, zuschrauben, fertig. Das wäre eine saubere Sache, fix und fest.
Aber hey, ich bin ja Handwerker und Tüftler und bin ja nicht auf den Kopf gefallen und dann werden wir hier halt ein bisschen improvisieren. Da bin ich ja hier Improvisierkönig. Ich dichte jetzt nochmal das ab. Wieso mache ich das natürlich? Weil jetzt hat es vorne natürlich am Verteiler ein bisschen mehr abgedichtet. Dann ist natürlich hinten raus da vermehrt ein bisschen mehr die Luft entwichen. Aber das wird sich jetzt gleich wieder ändern, wenn wir das natürlich hinten noch mit reindrehen. Und ja, alles immer handfest anziehen. Ihr wisst ja Bescheid. Wir wollen ja nichts überdrehen oder kaputt machen oder sprengen. Und hier suche ich verzweifelt den richtigen Schlüssel auf meinem Tisch, dass pure Chaos herrscht. Wenn es nicht klappt, dann artet alles gleich in Chaos aus. Das ist geil. Nee, aber der Verteiler, der hat mich schon lange angelacht. Und mir gedacht, komm, das muss ich jetzt mal dieses Jahr unbedingt noch fertig machen. Jetzt habe ich ja so viele neue Guns und die Infinity und die Ivata und alles und habe da auch Bock drauf. Übrigens, die Ivata habe ich da und ich habe, glaube ich, mit der 5 Minuten gebrusht und seitdem keine Zeit mehr gehabt, was halt richtig geil ist. Habe ich so viel Lust drauf, was zu machen und komme halt einfach ums Verrecken nicht dazu. Es ist richtig, richtig schlimm. Auch generell gerade, aber ihr wisst ja, Weihnachtsstress und alles. Bei mir natürlich noch scheiß Prüfungsstress dazu. Die ganzen Arbeiten und Sachen, die ich da abliefern muss. Furchtbar, richtig furchtbar. Genau. So, jetzt überprüfe ich das Ganze nochmal und so langsam steigt in mir das Zen-mäßige auf. Ein Glasreiniger ist eigentlich eine ganz, ganz gute Sache zum mal überprüfen, wegen der Dichtigkeit, beziehungsweise Spülmittelwasser könnt ihr sonst auch nehmen. Alles, was Blasen verursacht, einfach. Und das sieht doch gar nicht schlecht aus. Da habe ich mich schon gefreut und mir gedacht, geil, es funktioniert. Es hebt und jetzt langsam kommt es vorne aus dem Gewinde raus, aus dem Luftverteiler wieder. Da dachte ich mir so, why? Leck mich am Arsch. Also ich kann Geduld haben bei vielen Sachen, aber bei sowas kriege ich manchmal, da kriege ich dann irgendwann, da kriege ich hier Anfälle, wenn ich das sehe. Jetzt blubbert es so ganz minimal, ihr seht es noch nicht so, aber ich sehe es halt und jetzt ist es halt nicht 100% dichter, ich will es 100% dicht haben. Ich könnte es natürlich so lassen, aber dann springt halt ständig der Kompressor mehr und mehr an und da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte natürlich, dass das passt. Und jetzt fange ich schon langsam an, darüber nachzudenken, also ein neues Gewinde zu besorgen. Und zwar vielleicht irgendwie beim Leier oder so. Ja, wir haben relativ viel Zeug irgendwo, wo es was taugt und nicht irgendwie so Schrott wieder von Amazon. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann probiere ich da einfach ein bisschen was rum. Schon überlegt, ob ich das jetzt vielleicht hier abbreche und dann lasse und es dann einfach so mache oder halt, ja. Da weiß ich jetzt natürlich langsam nicht mehr. Dann ist jetzt hier, gebe ich nochmal minimal. Also klar, ein bisschen ich bin da mega vorsichtig generell. Also ich ziehe immer eher zu leicht an, deswegen kann ich mir das noch erlauben, nochmal ein bisschen nachzuziehen. Aber, ein schönes Gesicht in der Nahaufnahme. Ja? Schön unrasiert und fertig und müde. Vor allem, wenn gerade hier der Bub wieder zahnen anfängt und hier völlig abgeschaut so, das ist halt das Käse, das Murks, ey. Das ist einfach, ja, ein Witz. Ja, aber Kinder und so, da kennt sich der Maxi ja auch aus. Übrigens nochmal Gratulation zum Sohnemann. Sehr cool. Und ja, das ist nix. Das war wohl nix, ein Satz mit X. Da fing ich jetzt irgendwann an und dachte, mein Gott, ey. Und das ist halt so ärgerlich, dass das halt einfach nicht hebt. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier den Luftverteiler nicht noch an den Arsch mache, weil das Ersatzteil nochmal deutlich teurer ist als oder fast genauso teuer wie der komplette Schlauchverteiler. Ich glaube, so um die 60 € kostet das Ding einzeln. Oder ich glaube 60 oder 50 oder 60 € habe ich mal gesehen. Da habe ich mir gedacht, so, naja, da riskiere ich lieber nicht, den jetzt zu schrotten, weil dann habe ich da ganz andere Probleme. Dann habe ich gleich noch mehr Kosten. So, und was mache ich jetzt? Ich habe mir gedacht, come on, ich habe doch meinen alten Schlauch und natürlich die Schnellkupplung, die vorher dran war. Und warum mache ich nicht die Kupplung, die am Schlauch dran ist, hinten ab? Das ist nämlich diese hier von meinem alten Schlauch.
und pack die rein und baue einfach, so ein Teufelsfuchs wie ich bin, könnt ihr euch das vorstellen, baue ich einfach die Schnellkupplung, die eben im Silk-Air drin war, eben an den Schlauchverteiler dran, weil der passt 100%ig vom Gewinde her sowieso und der Stecknippel natürlich passt natürlich auch perfekt und dann hier kann ich das schön hier aneinander machen. Und genau, und dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Also hier war vorhin noch ein kleiner Cut, ich habe vorhin also dazwischen noch ein bisschen verkrampfhaft versucht mit dieser anderen Lösung noch irgendwie zurechtzukommen und habe das noch ein paar Mal versucht abzudichten, aber das war natürlich dann einfach nicht möglich. Und dann habe ich mir gedacht, so nee, dann scheiß doch der Hund drauf, dann machen wir das einfach so wie jetzt. Und es funktioniert perfekt. Es ist nicht die perfekte Lösung, aber es funktioniert. Es ist komplett dicht. Ich habe den jetzt mal eine Zeit lang laufen gehabt. Einfach so nebenher, während ich hier gearbeitet habe, um zu gucken, wie oft er anspringt, ob er was verliert. Habe es nochmal ein bisschen nachgespült und so. Und war einfach nichts, also wirklich. Funktioniert hervorragend. Das seht ihr, habe ich nochmal hier die Schläuche, ein Stück vom Schlauch abgeschnitten, damit ich nicht mal die 10 Meter da rumfuchteln muss. Bin nochmal eine Runde gelaufen mit dem Hund und dann, als ich zurückkam, ist mir das dann in den Sinn gekommen, das doch mal auszuprobieren und mal zu gucken, ob das alles schön passt. Und genau, das ist nachher meine Lösung. Vorteil ist natürlich ganz cool, dass ich irgendwie relativ schnell den Schlauchverteiler abkoppeln kann. Ist natürlich eigentlich auch eine ganz lästige Sache, wenn ich dann doch mal den Kompressor mit mir rumschleppe. Dann habe ich nicht immer das rausstehende Teil, was eigentlich für den Transport eigentlich ein ganz cooler Nebeneffekt ist. Ist natürlich auf Dauer bedingt wieder natürlich ein Nachteil, dass halt irgendwann mal hier vielleicht die Schnellkupplung nicht mehr ganz hebt oder was verliert hier an Druck etc. Und deswegen muss man da halt immer wieder mal ein bisschen Obacht geben. Vielleicht mal so nach einem halben Jahr mal wieder ein bisschen draufsprühen mit einem Glasreiniger, gucken, ob da irgendwie Luft entweicht oder nicht. Aber ich war happy, dass ich das dann schön hinbekommen habe, auch am selben Tag, dass das funktioniert hat. Bin ich ja immer, wenn ich dann gerne was anfange, dann will ich es auch gerne fertig machen. Ich bin immer jemand, ich hasse es, wenn es dann unfertig, hier wegen Gewinde bedingt unfertig rumliegt und so. Ich bin dann immer ganz froh, wenn so ein Projekt dann auch einfach am Ende des Tages abgeschlossen ist. Und wie ihr seht ihr nichts. Gar nichts seht ihr. Das ist alles dicht. Jetzt wieder mal der Fokus. Ja, gelogen. Da musste ich noch mal ein bisschen nachziehen. Ja, wieso ist das natürlich? Das andere Gewinde hat natürlich schon ganz schön reingehauen in den Verteiler und hat das wahrscheinlich auch unschön etwas vergrößert, wenn wir da ehrlich sind. Deswegen ziehe ich den jetzt noch mal schön sachte nach. Und, aber wie gesagt, ich habe eher die Tendenz, das Ganze immer ein bisschen lockerer anzuziehen am Anfang, weil ich es nicht kaputt machen will. Ich habe das jetzt nachher noch mal ein bisschen nachgezogen, auch nur minimal. Und dann war das auch super dicht. Ist natürlich das andere Gewinde, ist natürlich schön dick und groß und dann macht das natürlich das Ganze unschön kaputt. Ja, mit der Zeit, ich habe es natürlich schon zigmal rein und rausgeschraubt und so. Und deswegen hier wieder so behelfsmäßige Lösung mit dem Glasreiniger, aber es funktioniert, also warum nicht? Wenn es doch läuft, Mensch, wird sich wahrscheinlich der eine oder andere ja auch denken, was macht der Junge da? Aber solange es am Ende des Tages funktioniert, ist das doch wunderbar, ne? Nö, ist doch wunderbar. Genau. So, und jetzt seht ihr, wie ihr seht ihr jetzt nichts mehr. Jetzt ist das ganze Ding dicht. Ich habe es echt eine Zeit lang, natürlich habe ich es jetzt hier nicht aufgenommen, aber ich habe es sicher mal 10 Minuten dran gelassen oder 15 und habe währenddessen mal noch einen Kaffee gemacht und alles mögliche. Ich habe es dann nochmal abgesprüht und alles, habe nochmal an- und abgekuppelt und. Und das Ding ist einfach dicht. Da hebt jetzt perfekt. Ich kann es noch schön abkoppeln. Ich bin zufrieden. Und ja, da passiert jetzt erstmal nichts mehr. Und das ist doch, bin ich wieder happy. Hingemurkst und happy. Ja, so, und jetzt haben wir eben nur noch den Rest. Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt müssen wir natürlich noch die Schläuche dran machen. Ich nehme 4 Stück, weil mehr ganz auf einmal werde ich sowieso nicht benutzen.
gleichzeitig und mehr sind in meinem Halter auch momentan gerade gar nicht verfügbar. Also in meinem Standhalter, wo ich die Airbrushes immer drin habe zum Airbrushen, also mache ich auch erstmal nur 4 Schläuche hin. Aber ich denke, 4 Stück reichen auch komplett. Dann kann ich die alle einmal ankoppeln und dann kann ich da on the fly noch schneller, noch geiler drauf hin und her reagieren, was natürlich schon cool ist. Und dann machen wir erstmal die beiliegenden Stecknippel dran, die 4 Stück, und lassen natürlich die anderen 2 rohen noch drin und ziehen das dann nachher alles schön hier mit dem kleinen Schlüssel an. Und ja, die sind immer geil. Ich habe so einen schönen Schlüsselsatz, wo alles durcheinander ist und von anderen Schlüsseln noch die doppelt und dreifach drin sind, und ein 13er, der fehlt irgendwie immer, und ja, auch immer kurz wieder fast am Randalieren gewesen, dass ich ständig den falschen Schlüssel in der Hand hatte. Genau. Und jetzt haben wir das eben schön alles dran und dann sieht das Ding hier so aus. Da ist das schon echt cool. Und da werden wir dann eben schön die Schläuche dran machen. Schaut ja, das ist mein alter Schlauch eben, da kann man nicht reinschauen, der ist nicht transparent. Da sehe ich nicht, ob Wasser drin ist oder nicht, ob da irgendwie Flüssigkeiten drin sind. Ob da Kondenswasser sich arg bildet oder nicht, das ist halt nachteilhaft. Und an dem war eben unten der Stecknippel dran, der jetzt eben im Kompressor steckt. Und deswegen nehme ich den jetzt als Maßstab für die Länge und mache es noch einen Tick länger, weil der Schlauch manchmal auch einen Ticken zu kurz für mich war. Und nehme den jetzt da einmal als Längenmaß und mache das dann halt 4 Mal. Ich glaube, reicht dann auch genau für 4 Schläuche, weil es dann halt noch ein Tick länger ist. Wenn ich dann doch mal wieder irgendein Projekt außerhalb der Wohnung habe, dann ist es für mich doch gescheiter, wenn der Schlauch dann ein bisschen länger ist. Dann habe ich einfach ein bisschen mehr Range bei dem Ganzen. Und jetzt nehme ich das einfach und wiederhole das Ganze, und dann haben wir natürlich hier nachher schön die gleiche Länge mit allen Schläuchen. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr den jetzt dann abschneidet, so wie ich jetzt hier mit dem Cuttermesser, schneidet es möglichst gerade ab. Schon wieder hier sprachliche Hängerle, du. Schneidet das schön gerade ab, weil, wenn ihr das über den Stecknippel zieht, dann setzt natürlich die Fläche, wenn es so krumm ist, die eine Fläche natürlich extrem früh auf und die andere nicht, was natürlich zur Folge hat, dass das Ganze eventuell nicht bündig gut abschließt und dann vielleicht auch da wieder Luft entweichen kann. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so der Fall, weil da geht schon einiges über diesen Stecknippel am Verteiler drüber. Aber an Schlauch halt, aber ist besser, wenn ihr den einfach schön gerade abschneidet. Dann habt ihr da weniger Fehlerquellen, die eventuell irgendwie eine Undichtigkeit erzeugen können. Und deswegen macht das. Jetzt seid ihr da sicher. Und ja, wie gesagt, das war jetzt auch gar nicht so teuer. Ich habe ein paar Schnellkupplungen mehr geholt, weil ich nicht wusste, ob ob ich da mehr als 4 hinmache und so. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann nehme ich noch 2 auf Reserve. Wenn doch mal einer hier gehen sollte, dann kann ich den auch wechseln. Und so habe ich mir dann 6 Schnellkupplungen dazu geholt. Und wenn ihr da aber natürlich, sag ich mal, nur 2 nehmt, nur 4 nehmt zum Beispiel, dann wird das Ganze auch nochmal günstiger. Aber so eine Schnellkupplung, also da habe ich natürlich auch eine von Harder und Steenbeck genommen, weil ich da einfach Qualität will, was auch funktioniert. Ich habe mal hier so einen Kupplungsschlauch, Schnellkuppler von Amazon mal damals noch ewig her schon besorgt und war auch nur ein Produkt, war halt nicht dicht, hat halt permanent Luft rausgelassen, war halt Schrott, habe ich nie wieder gemacht. Auch da wieder die Devise, wer billig kauft, kauft zweimal. Und genau. So, wenn wir das Ding jetzt überziehen, schön drüber ziehen, dann müssen wir natürlich die Konterschraube natürlich in den Schlauch einführen, damit wir das gleich aufschrauben können. Und jetzt zeige ich euch das einmal hier. Schön Fokus. Jetzt einmal hier schön drüber. Guckt mal. Oh, herrlich, oder? Jetzt kommt die Kontermutter. Wir schrauben das Ganze schön runter und dann ist es nämlich feste dran. Und dann ist das wunderbar. Und das machen wir jetzt eben noch mit den anderen. Eben wie gesagt, einfach mal das Konterding nicht vergessen. Dann habt ihr da keine Probleme. Das Gute, finde ich, was halt hier das Gute ist, man kann natürlich auch Schläuche holen, die alle fix fertig sind, aber gerade bei der Art und Weise hier mit dem Einzelnen ist viel, viel besser, finde ich, weil ihr könnt natürlich, wenn der Schlauch mal irgendwie kaputt geht, einfach ein Stück abschneiden und den neu anschrauben.
Das habt ihr bei einem, wo das irgendwie fest genietet ist oder was man da gepresst ist, dann könnt ihr das natürlich nicht machen. Dann gerade bei dem alten Schlauch von mir, da sind die Anschlüsse alle fest gepresst oder geschweißt oder wie man das auch macht da irgendwie. Und die Scheiße kannst du natürlich nicht abschneiden, dann hebt halt der Anschluss nicht mehr. Das geht halt nicht. Hier hast du halt die Möglichkeit, den Schlauch einfach ein Stück abzuschneiden und wieder drüber zu ziehen und wieder festzuschrauben. Und dann hat sich das Thema erledigt. Dann ist das fix. Ich nehme jetzt hier noch ein bisschen das Zänkchen zur Hilfe, damit das einfach nochmal hier ein bisschen fester sitzt. Und dann sitzt das überall richtig schön fest. Und dann sind die Dinger da drauf. Und so machen wir das mit Schläuchlein für Schläuchlein. Und dann ist das schon eigentlich eine gute Sache. Also es ist halt, wie gesagt, ich finde die transparenten Schläuche schon deutlich besser eben für Kondenswasser, für irgendwelche Flüssigkeiten, die vielleicht mal vom Kompressor auskommen, wenn da was nicht passt. Und natürlich ist es jetzt halt Lebensmittel, echter Schlauch, dann hat man da an für sich auch kann man da auch guten Gewissens rangehen. Und ist eigentlich immer nicht schlecht. Vor allem sind solche Schläuche dann auch meistens vom Kunststoff her bedingt mit weniger Ölstoffe produziert oder weniger Inhaltsstoffe drin, die auch so Silikon oder Öle oder so freigeben können, auch wenn es nur minimal ist. Aber der lebensmittelechte Schlauch hat da deutlich und viel, viel weniger, was natürlich dann am Ende des Tages, wenn wir auf Metall arbeiten, auch viel, viel weniger Fettaugen und Rückstände produziert, wo dann nachher eventuell die Lackierfläche beeinträchtigen können, ist natürlich auch da gesehen nochmal deutlich besser. Und deswegen macht das voll Sinn, würde ich sagen. Und wir schrauben wir den ganzen Käse noch zusammen. Und wie gesagt, der SIL R20A, ein absoluter Lieblingskompressor. Mein Baby, das ist schon seit 7, 8 Jahren. Facehager. Das Baby ist schon seit 7 oder 8 Jahren in meinem Besitz, läuft tadellos, hat mal 1, 2 Ersatzteile gebraucht. Aber läuft flüsterleise, hat mega viel Power, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr einen Kompressor sucht. Schaut da einfach mal unter mein Video. Ich glaube, das müsste bei den Tutorials das 2. oder 3. sein. Da zeige ich euch den SIL R mal genauer. Habe ich jetzt mal vor kurzem einen Ölwechsel gemacht, auch ganz easy. Mal Neues eingefüllt und dann ist das, da meinte ich das mit dem schräg abschneiden. Das war jetzt da oben noch relativ schräg, deswegen schnipsel ich das jetzt einfach nochmal ein bisschen gerade ab, damit die Schnellkupplungen jetzt nachher auch alle schön drauf passen und es da eben keine Probleme gibt. Das mache ich jetzt eben schnell mal mit allen Schläuchen, weil ich die da ein bisschen unschön gecuttet habe vorhin beim Ausmessen. Deswegen machen wir das. Nehmen wir hier noch schnell die schönen Kupplungsschläuche. Wie gesagt, das ist alles von Harter und Steenberg, aber die verlinke ich euch in der Infobox nochmal direkt unter Materialien relativ weit oben. Die 3 Produkte und dann könnt ihr euch das genau nochmal anschauen. Und vielleicht ist das ja für euch auch was oder nicht. Und dann könnt ihr das euch eben, wie gesagt, mal selber ein Bild von machen und hier eben kein Problem. Ha, sage ich immer, die Kontermutter nicht vergessen und hätte es dann selber fast vergessen. Sieht das hier auch wieder sauber auf hier oben eben. Wie gesagt, sitzt der Schlauch jetzt schön bündig eben oben an. Wenn der mega schräg geschnitten ist, dann ist das nicht der Fall. Dann kann das natürlich schon sein, dass das auf Dauer nicht dicht ist. Deswegen achtet da einfach drauf. Hier wieder schön Schraubi machen. Ja, im Nachhinein fällt mir auf, dass sie mit der Zange auch hätte unten einfach heben können und oben mit dem Schraubenschlüssel schrauben können, aber ja, hinterher ist man immer schlauer. Ja, aber es ist wirklich ein geiler Kompressor, jetzt ist er noch geiler. Hier, das Ding funktioniert. Ich gucke mal gerade schnell, ob die auch gescheit kuppeln, ob die Dinger auch richtige Kuppler sind. Meisterkuppler, perfekt. Jetzt machen wir das mit den anderen natürlich auch noch. Und dann ist das schon perfekt. Ja, wie ihr da hinten seht, über dem Regal übrigens, da sind Cratex Neonfarben. Die habe ich tatsächlich von, meine Tante hat die mir irgendwie zum Geburtstag geschenkt. Ganz, ganz nice, ganz nett. Jetzt habe ich da auch mal welche am Start. Habe ich tatsächlich schon beim Katzenbild für den Rahmen genommen und einfach mal ausprobiert.
Ich finde solche Farben immer ganz cool, wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht, immer nicht so den Einsatz dafür habe. Dann muss ich mir mal was überlegen, wo ich sowas vielleicht gezielt einbauen kann. Kommt natürlich unter Schwarzlicht, glaube ich, immer ganz geil. Und ja, muss ich auch mal noch, ich muss eigentlich so viel noch machen und keine Zeit. Keine Zeit. Dieses Jahr nicht mal mehr geschafft, hier das Auto fertig zu machen. Oder halt die Türen wenigstens. Wenigstens mal die 2 Türen noch. Ist ja so rechts so vollgeballert mit Airbrush rechts rum und hinten und vorne und alles links ist nackelig. Ja, muss ich aber noch angehen. Da muss ich mal noch ran. Ja, machen wir das eben noch schön fest. Und dann am Ende habe ich da wunderbar, ich meine die Schläuche, die werde ich dann unten noch so ein bisschen alle zusammenraffen. Dann oben brauche ich jetzt natürlich durch die etwas längere Länge, fliegt das natürlich ein bisschen rum, aber habe ich dann schön noch hier mit so einem Klettbindestück mal noch ein bisschen zusammengeführt, damit das Ganze nicht so rumfutzelt. Guck, verteile, schon eine Konterschraube vergessen. Ja, damit das alles nicht so rumfliegt und ich bin schon echt glücklich damit. Das ist halt schon richtig cool jetzt. Steht mir nichts mehr im Wege, wenn man halt noch die Zeit dafür hat zwischen Kind und zwischen Familie und Arbeit und dem ganzen anderen Käse drumherum. Ist das immer herrlich. Genau. Jetzt haben wir das nämlich schon fast geschafft. Wupp, wupp. So, 2 Wochen ist schon Weihnachten, Jungs, Mädels. Die Zeit vergeht, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Weil ich irgendwie dieses Jahr schon irgendwie Bock habe auf Weihnachten. Gerade mit den Kids so, wenn ein Kleines das erste Mal es wirklich richtig mitbekommt und checkt, ist das schon richtig cool. Und sich dauernd ein Pferd wünscht von Weihnachtsmann und Christkind. Ich will ein Pony, so, klar. Jetzt mittlerweile ist es Gott sei Dank nur noch ein Schaukelpferd, das ist eher leichter zu realisieren. Als ein echtes Pony, das ist geil. Ein echtes Pony und ein Elsa-Kostüm und natürlich ein Elsa-Zopf, das war das Wichtigste. Aber ich glaube, das trifft auf 90% der anderen Kinder zu, in dem Alter, bei den Mädels. Na, da freue ich mich schon drauf auf ihr Gesicht, wenn sie dann ihr richtig cooles Pferd sieht. Ihr Schaukel-Rollpferd, ein richtig abgefahrenes Teil. Haben wir alle zusammengelegt, sind richtig... Keine Ahnung, was hat das Ding gekostet, darf man gar nicht sagen. Ich glaube 280 €. Ein bisschen übertrieben, aber die ganze Familie gesagt hat, bevor wir einen Käse kaufen, kriegt es halt was richtig Cooles. Da bin ich mal so gespannt. Das wünscht sich ja schon seit Monaten, Jahren hier gefühlt. Teste ich nochmal alles durch, funktioniert überall. Ihr seht es hier, da fliegt die Luft rum. Das ist wunderbar. Jetzt haben wir hier nämlich alles geschafft. Das Ding ist dicht, die Kupplungen funktionieren, das ist auch, so muss es am Endeffekt sein und dann ist das doch eine runde geile Sache. Jo, zeige ich euch das mal hier, guckt es euch an, da schön, hier seht ihr den ganzen anderen Geraffel, dann schnell wieder rüberschwenken, bevor ihr den ganzen Müll seht. So, so muss das doch aussehen und so ist das doch geil, oder? In diesem Sinne wünsche ich euch noch schöne Weihnachten und reingehauen, schaut gerne in meine Videos rein. Unterstützt mich gerne und dann viel Spaß mit meinen Videos.